Ah, Pferdchen. Wo kommt das hier her? Das habe ich gefunden. Ich entwickle gerade eine Idee. Was für eine? Du, das ist super spannend. Ich habe vor kurzem gelesen beim Philosophen Plato, dass er die menschliche Seele mit einem Wagen vergleicht, der von unbändigen Pferden gezogen wird. Das hört sich aber spannend an. Ja. Und wie? Weißt du, die Pferde sind das Symbolbild für die Leidenschaften in uns. Unbändige Pferde. Pass auf, Cowboy. Liebe Lebenskünstler, willkommen bei einer neuen Folge von Jenseits des Gewöhnlichen. Hey, was war das gerade? Da Ja. ist jetzt wohl das Pferd durchgegangen. Ja, das meine ich auch, offensichtlich. Aber es kann ja auch uns passieren manchmal, oder? Tja, Und trotzdem, die Leidenschaften an sich sind ja was Gutes. darum geht es heute in diesem Video. Eigentlich können wir uns freuen, wenn wir starke Leidenschaften haben. Stimmt, aber erklär das mal. Also ein Mensch, der so richtig Feuer in sich hat, der bringt auch was fertig. Pater Kentenich sagt zum Beispiel, diese Rosse, also die Leidenschaften, wenn die voller Leben sind in uns, dann wird der Wagen der Seele schnell über alles hinweggezogen. Man kommt voran. Sind es aber dürre Klepper mit wie viel Müdigkeit und Mattigkeit, wird die Seele ihren Weg zurücklegen. Ja, mit dürren Kleppen wollen wir echt nichts zu tun haben, oder? Lieber mit Sportpferden der Weltmeisterklasse. Das wäre doch mal was, oder? Was? Ja, weißt du, wir könnten uns mal ein paar Tipps geben lassen von so Pferdetrainern, wie sie das Beste aus ihren Pferden herausholen. Oh, das wäre irgendwie toll, weißt du? Vielleicht lernen wir was dabei für den Umgang mit unseren Spitzenpferden. Ja, aber wo finden wir jetzt plötzlich so einen Hof, wo wir einfach hin können? Kein Problem. Ich habe Beziehungen. Ah, Komm mit! okay. Wir sind hier auf einem ganz besonderen Hofgut. Und das hier zum Beispiel, mit diesem Pferd habe ich mich schon angefreundet, das ist Vivaldis Credo. Das sind ja ganz besonders edle Pferde. Und ich bin gespannt, wir werden gleich mit dem Gestütsleiter sprechen. Und er wird uns ein bisschen was erklären, einfach wie man die Pferde hier trainiert, wie diese Geschichte von diesem ganzen Hofgut hier. Es ist einfach richtig toll. Oder? Was sagst du? Hallo Herr Lemmle. Hallo, Schwester Anrika. Sie sind hier der Gestütsleiter Jawohl, von Alpfüren. Und es freut uns sehr, dass wir mit Ihnen auch noch ins Gespräch kommen können. sehr gerne. Wir hätten einfach noch Fragen, was ist Ihnen besonders wichtig so beim Training? Also was haben Sie da für einen Tipp oder wo legen Sie den Schwerpunkt? Ja, beim Training gibt es einen schönen Spruch, in der Ruhe liegt die Kraft. Also Zeit. Also das Pferd gibt jeden Tag von Neuem die Arbeit auch vor. Also irgendwas mit Gewalt oder brutal geht in der Ausbildung von Pferden nach hinten los. Okay. Also man arbeitet mit dem Lebewesen und auf das muss man sich einlassen und die Pferde können unsere Sprache nicht sprechen, also müssen wir ihre Sprache lernen und dementsprechend müssen wir dann daraufhin auch ganz individuell die Ausbildung abstimmen und wie gesagt, Ruhe und Selbstdisziplin, hat Xenophon 400 vor Christus schon gesagt, verliere bei dem Umgang mit dem Pferd nie die Selbstbeherrschung und das gilt auch heute noch. Toll. Vielen Dank. Genau, sehr gerne, hat Okay. mich gefreut. Ja, gleichfalls. In der Ruhe liegt die Kraft. Ja, auch in der Persönlichkeitsformung. So wie das Pferd die Arbeit vorgibt beim Training, geben unsere je individuellen Stärken und Schwächen sowie unsere seelische Struktur die Arbeit vor bei der Profilierung unserer Persönlichkeit. Auch hier gilt, alles, was mit Gewalt geschieht, geht nach hinten los. Wir wollten mehr erfahren von den einzelnen Schritten, die Pferd und Reiter beim Training durchlaufen. So haben wir uns mit der Frau Lotte Häuser getroffen, die in Alpfüren die Dressurpferde trainiert.
Sie sind Frau Lotte Häuser, stimmt das? Ja, genau. Und wir würden uns jetzt interessieren, wie denn so ein Pferd ausgebildet wird. Also wir starten hier mit unseren jungen Pferden Ende dreijährig. Wir fangen natürlich an, sie langsam an Sattel, Trense zu gewöhnen, an der Longe. Dann langsam an das Reitergewicht. Dann werden die langsam dann frei gemacht von der Longe. Und dann starten wir, dass die Pferde erstmal lernen, mit dem Reiter obendrauf einfach außenrum ihre Runden zu drehen, wieder ins Gleichgewicht zu kommen, den Reiter mit auszubalancieren. Und dann versuchen wir die nach und nach fein an die Hilfen zu gewöhnen, dass diese bald unsichtbar werden. Langsam Lektionen beizubringen, hauptsächlich mit unserem Körper und den Schenkeln. Möglichst wenig natürlich mit der Hand, dass es auch wirklich fein aussieht. Will dem Pferd damit auch nicht schaden. Und so geht es halt langsam jeden Schritt weiter. Und so lernst du dann langsam die Lektionen, Seitengänge. Also wir danken Ihnen herzlich, dass Sie sich die Zeit nehmen. Gerne. Und dass wir uns hier umschauen dürfen. Ja, gerne. Oh, wie toll, echt. Mal wieder so eine Trense in der Hand zu halten. So Zügel. Hattet ihr auch so viel Spaß wie ich? Ich finde es so spannend, wie ein Pferd heranwächst und sich profiliert. Wie es langsam lernt, sich an den Sattel, an das Zaumzeug und schließlich auch an die Reiter zu gewöhnen. Und wie faszinierend diese gebändigte Kraft wirkt. Wo kommst du denn her? Ich? Mit dem Sattel? Dann Ja. kann's ja losgehen. Nee, ich bin jetzt gerade erst fertig geworden. Ich wollte noch ein bisschen helfen da im Stall. Ach, toll. Und bei den Pferden bleiben. Ach. Aber du, Moment, ich setze das gerade noch hin, ja? Gut. Die Pferde merken ja auch, ob jemand Erfahrung hat oder nicht. Als Kind bin ich nämlich auch geritten. Und da habe ich auch meine Erfahrungen damit gemacht. Zum Beispiel, es gab da Male, da ist das Pferd einfach mit mir durchgegangen, unkontrollierbar weggelaufen. Ja, genau. Da konnte ich die Zügel ziehen, wie ich wollte. Es hat nichts gebracht. Du, das kenne ich auch. Die galoppieren dann einfach los. Du kannst nichts machen. Aber was hast du dann gemacht? Naja, groß überleben kann man tatsächlich in dem Moment nicht. Wenn ich alle Kontrolle verloren habe, dann habe ich den ungefährlichsten Ort gesucht, um freiwillig abzuspringen. Okay, guter Plan. Klingt nach einer Maßnahme. Die Gäule sind mit mir durchgegangen. Ehrlich gesagt, das passiert hier eben auch uns immer wieder, oder? Auch ohne auf dem Pferdehof zu sein. Dafür sind wir auch nicht sicher. Und genau wie man das Reiten erlernen kann und die Pferde trainieren kann, kann man auch die Leidenschaften trainieren. So wie bei den Pferden die Kräfte lenken. Und diese Kräfte sind extrem wertvoll für uns. Aber eben erst dann, wenn wir sie in der Hand haben. Wir werden immer wieder vom Pferd herunterfallen. Das gehört mit dazu. So ist das Leben. Und wisst ihr, das ist sogar auch gut. Sonst denken wir könnten alles aus eigener Kraft und bräuchten überhaupt keine Verbindung zu Gott. Deswegen mit der Gnade rechnen. Oder sogar sei realistisch. Plane ein Wunder. Denn gerade dann zeigt sich das Wirken Gottes am stärksten, wenn wir aus uns selbst nicht weiterkommen. Ich lebe im Bund mit ihm und ich darf auf ihn bauen und vertrauen. Seine Macht kennt keine Grenzen, auch nicht meine. So sagt ja auch Paulus, alles kann ich in dem, der mich stärkt. Und mein Vertrauen und auch mein eigenes Bemühen wird ihm zur Ehre. Also, wieder hinaufklettern und vertrauen. Da finde ich, wir sollten uns an diesen Pferdetrainern auch echt ein Vorbild nehmen. Mut zu kleinen, konkreten Schritten. Immer wieder aufstehen, einen langen Atem haben, die Erfolge sehen und anerkennen und nichts alleine machen wollen. Du, jetzt sollten wir aber gehen. Jo, und wir sehen uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal.